In diesem Erklärvideo zeige ich euch den Zusammenbau des Lasercut-Bausatzes Ferienpension Edelweiss von Noch. In der Packung ist alles, was ihr zum Aufbauen des Lasercut-Hauses braucht. Die Bauanleitung, ein paar Blumen für die Blumenkästen und zum Zusammenkleben ein Lasercut-Kleber. Natürlich auch die Bauteile selbst und ein Bogen mit Fahnen und Gardinen. Zum Altern von Lasercut-Gebäuden sind die Patina-Marker für Modelle sehr hilfreich. Insgesamt sind in der Packung 6 verschiedene Marker enthalten, mit jeweils 2 verschiedenen Spitzen, einer dicken und einer dünnen Seite. Um das Gebäude zu beleuchten, empfiehlt sich eine Fensterbeleuchtung mit entsprechenden LEDs und Beleuchtungsboxen. Alles, was ihr braucht, habe ich euch auch wieder im Beschreibungstext genau verlinkt. So, dann geht's los. Bevor es an den Zusammenbau gehen kann, sollten die Bauteile entsprechend gealtert werden. Da die Ferienpension überwiegend aus Holz besteht, empfehlen sich die beiden Brauntöne. Mit den Patina-Markern könnt ihr jetzt einfach die Bauteile entsprechend einfärben. Mit sehr leichten Strichen erhaltet ihr eine sehr schöne Holzfassade. Auch Geländer oder Holzstreben können unterschiedlich aussehen, da in der Realität Holz auch nicht einfarbig ist. Die Lasercut-Bauteile könnt ihr nach dem Altern mit einem Bastelmesser raustrennen. Da für die Fenster in der Fassade die Gardinen gebraucht werden, werden diese mit Hilfe einer Schere grob ausgeschnitten und beiseite gelegt. Bevor ihr die Gardinen festkleben könnt, wird auf das Fenster eine durchsichtige Folie geklebt, um die Wirkung von Glas zu erzeugen. Auch diese wird mit einer Schere zurechtgeschnitten. Mit Hilfe eines Allesklebers oder des Lasercut-Klebers könnt ihr die einzelnen Scheiben von hinten auf das Fenster kleben. Hier solltet ihr darauf achten, dass der Kleber nicht in die Scheibe läuft, da ihr sonst später von außen die Klebestellen erkennen könnt. Anschließend werden die Gardinen einzeln aufgeklebt. Ja, und wenn ihr noch die Fensterbeleuchtung einbauen wollt, müsst ihr die Beleuchtungsboxen mit einer entsprechenden LED ausrüsten. Diese wird in die Box eingeklipst und dann anschließend mit einem Tropfen Kleber von hinten am Fenster fixiert. Dabei würde ich jedoch empfehlen, nicht jedes Fenster einzeln zu beleuchten, da sonst die einzelnen Fensterbeleuchtungen nicht mehr so wirken. Jetzt kann es bereits an die Montage der Fassaden mit der Bodenplatte gehen. Dazu werden die Kabel vorher durch die Bodenplatte geführt, damit diese nicht mehr im Weg sind. Schon kann es an das Zusammenkleben mit ein wenig Lasercut-Kleber gehen. Bevor die letzten beiden Fassaden angeklebt werden können, müsst ihr erst eine Zwischendecke einkleben, um dem Haus mehr Stabilität zu verleihen. Danach können die letzten beiden Fassaden ebenfalls festgeklebt werden. Damit der Kleber nun austrocknen kann und die Fassaden nicht auseinanderfallen, werden Gummis eingesetzt, die das Haus zusammenhalten, während es trocknet. Ja, und wenn jetzt der Kleber getrocknet ist und das Haus hält, könnt ihr die Gummis entfernen und mit dem weiteren Zusammenbau des Hauses weitermachen. Als nächstes werden im oberen Bereich der Fassaden Holzverkleidungen angebracht, die an der Stirnseite aus jeweils 2 Schichten bestehen, die durch die Patinierung mit den Patina-Markern erst richtig zur Geltung kommen. Jetzt können auch schon die Fensterverkleidungen und Türen mit Hilfe einer Pinzette an der Ferienpension angebracht werden. Da das Obergeschoss einen Balkon besitzt, werden als erstes die kleinen Träger aufgeklebt und anschließend der Boden und dann das Geländer. Das Geländer erhält ebenfalls von außen eine Verkleidung. Da die Ferienpension wie jedes andere Haus auch ein Dach besitzt, müsst ihr dieses zum Schluss natürlich auch festkleben. Dazu werden als erstes 2 Platten angeklebt, bevor die endgültige Schicht mit den Dachschindeln aufgesetzt werden kann. Diese besteht aus einer durchgängigen Platte, die in der Mitte gefaltet wird und sich so an die Dachschräge anpasst. Ein Kamin darf natürlich auch nicht fehlen. Am Ende werden nur noch die Blumenkästen in der mitgelieferten Schablone zusammengeklebt und mit Blumen bestückt. Ja, und so kann dann ein Lasercut-Bausatz auch bei euch aussehen. Bei der Gestaltung und Alterung sind euch dabei aber keine Grenzen gesetzt. Viel Spaß beim Nachbasteln, ich freue mich über ein Abo und eure Kommentare hier unterm Video.